Was ging 2006 so ab? 2006 war ein turbulentes Jahr. Es gab noch kein iPhone, Brad Pitt und Jennifer Aniston trennten sich, Pamela Anderson heiratete Kid Rock und YouTube wurde gerade mal ein Jahr alt. Die Welt war also bereit für etwas Neues oder zumindest für einen neuen Bond. Aber nicht irgendein Bond. Daniel Craig. Blond, breit und ausgerechnet bekannt aus Kunstfilmen wie Enduring Love oder Love is the Devil. Genau das Gegenteil vom charmanten, dunkelhaarigen Playboy der letzten Jahrzehnte. Die Presse und Bond-Fans waren nicht so begeistert. Aber gut, nach dem Film fanden sie ihn dann doch super toll. The whole thing changed. And then it was a whole different thing. Then he was suddenly the coolest guy on earth. Martin Campbell, der Regisseur, nahm diese Gegensätzlichkeiten sehr ernst und brach mit sehr vielen Bond-Traditionen. Vodka Martini. Chicken and stirred. Do I look like I give a damn? Und noch etwas. Keine Moneypenny, kein Q. Wie in der Buchvorlage ist Q nicht dabei und Moneypenny hat nur einen kurzen Auftritt. I'm the money. Every penny of it. Casino Royale ist somit der erste Teil ohne Moneypenny und neben Live and Let Die der zweite Film ohne Q. Aber genug zu den Filmfakten. Ich habe mir beim Schauen von Casino Royale ein paar Gedanken gemacht. Einige klug, einige dumm, viele, naja, ich musste sie auf jeden Fall recherchieren. Ich bin Filmsteak, Drehbuchautor und ich liebe Filme. Schön, dass ihr Lust auf meine Gedanken habt. Enthält Spoiler und Unsinn. Gedanke 1. Wie wurde die Stunt-Szene am Anfang gedreht? Die Produzenten Barbary Broccoli und Michael J. Wilson mussten für die Verfolgungsjagd erstmal einen geeigneten Drehort auf den Bahamas finden. Ja, ich weiß, es spielt eigentlich auf Madagaskar. Den Drehort konnten sie finden, und zwar eine Hotelruine. Die Baustelle mussten sie dann selbst bauen und dafür das ganze Material per Schiff auf die Bahamas bringen. Bei einem geschätzten Filmbudget von 150 Millionen Dollar war das aber sicher kein Problem. Jetzt frage ich mich natürlich, ob es vielleicht doch günstiger gewesen wäre, das Ganze auf Madagaskar zu drehen. Auf jeden Fall wurden neben den Bahamas auch in Tschechien, Italien und in UK gedreht. Aber zurück zur Szene. Mulaka, der Bomber, wurde vom französischen Parkour-Pionier Sébastien Fusson gespielt. Inspiriert und gefunden hat ihn das Team durch den Film Jump London aus dem Jahr 2003, was auch die beeindruckenden Stunts und Sprünge erklärt. Im Gegensatz zu Bond, der wie eine Abrissbirne durch den Dschungel pflügt, vergleicht der Regisseur Campbell Bond und Mulaka wie folgt. And you have this free runner who's incredibly lithe and powerful. He can run and jump almost like a ballet dancer. Against Bond, who has the power and the strength, but doesn't have the finesse. Aber das ist noch nicht alles, was ich herausgefunden habe. Denn Sebastian hat auch ein Stunt-Double, und zwar den Stuntman Marvel Campbell, was mich auch zu meinem nächsten Gedanken führt. Gedanke 2. Haben Bagger Panzerglas als Windschutzscheibe. Bond pflügt mit einem New Holland W190 über die Baustelle, während Mulaka sich hinter Rohren versteckt und mit seiner, denke ich mal, Sig Sauer P226 die 9mm Geschosse verschießt, treffsicher die Frontscheibe des Radladers auf der Höhe von Bonds Gesicht trifft. Also habe ich mich gefragt, haben Radlader eigentlich verstärktes oder kugelsicheres Glas? Der W190 scheint kein verstärktes Glas zu haben. Zumindest habe ich nichts dazu in den Datenblättern gefunden. Aber es gibt sie. Zum Beispiel den Waycore A480, den es mit einer 40mm dicken Frontscheibe gibt und des Weiteren noch über Levels B6 Panzerplatten und einem Atemluftversorgungssystem verfügt. Aber ich schweife ab. Auf was ich eigentlich hinaus möchte ist, Mulaka hätte Bond mit seiner Treffsicherheit schwer verletzt, wenn nicht sogar über den Jordan geschickt, weil der New Holland kein kugelsicheres Glas als Frontscheibe hat. Witzigerweise gibt es eine ähnliche Szene in Skyfall, denn hier verfolgt Bond einen Söldner, der mit einer Glock 18, einem 33-Schuss-Magazin und speziell angereicherte Uranium-Munition auf Bond schießt, der sich in einen Caterpillar 320DL setzt und versucht, den Söldner zu fangen. Dabei wird Bond an der Schulter getroffen, was dann später glücklicherweise dazu führt, dass Bond anhand der Kugel herausfinden kann, dass der Söldner Patrice ist und für Silva arbeitet. Und Überraschung, man kann den Caterpillar mit kugelsicherem Glas ausstatten. Wie auch immer, diese Verletzung und die ganzen anderen, die sich Bond in Skyfall einfängt, führen später im Film dazu, dass Bond in eine Sinnkrise fällt. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich fasse zusammen. Meine Recherche hat ergeben, dass Bond in Casino Royale wahrscheinlich seinen kürzesten Einsatz gehabt hätte, da Mulaka ihn getroffen hätte, weil der Radlader kein kugelsicheres Glas hat. Also wie in Skyfall. Nächster Gedanke. Gedanke 3. Können Gasflaschen durch Beschuss explodieren? Kommen wir zu den spaßigen Dingen. Explodiert eine Gasflasche, wenn man darauf schießt? Schauen wir in die Botschaftsszene.
Mit Bonds Walther P99 auf jeden Fall nicht und auch mit jeglicher anderer Pistole auch nicht. Um eine Gasflasche wirklich in die Luft zu jagen, braucht es mindestens ein Gewehr mit Kaliber 308 oder höher. 7.62 by 39. 308 is next. Woo! The 308 is the size of this rock over here. BFG 50A. There's the hole, like the 3 inches, 2 inches. 2.5. Nur so lässt sich genug Druck aufbauen, um ein Loch in eine Gasflasche zu reißen, aus dem dann Gas austritt, sich entzündet und spektakulär abbrennt. Zu einem sogenannten Bleef, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, würde es auch nicht kommen, da die Hitzeentwicklung durch die herbeigeführte Explosion zu kurz ist. Zu einem Bleef kommt es durch kontinuierliche massive Wärmeeinwirkung, typischerweise durch ein offenes Feuer, das die Stahlwand schwächt und oder das Sicherheitsventil versagen lässt. Nichts davon passiert in dieser Szene. Bond verursacht also keinen Bleef, sondern eine filmisch dramatisierte Mini-Gasverpuffung. Was er aber ganz sicher verursacht, sind mehrere internationale Gesetzesverstöße. Gedanke 4. Was passiert völkerrechtlich, wenn ein ausländischer Agent in eine Botschaft eindringt? Nachdem Molaka die Botschaft des erfundenen Lands Nambutu erreicht und sich bereits in Sicherheit wähnt, entscheidet sich Bond kurzerhand dazu, die Botschaft auseinanderzunehmen. Und klar, logischer Gedanke, was für eine internationale Krise würde das auslösen? Völkerrechtlich wird der Schutz diplomatischer Einrichtungen durch 2 zentrale Abkommen geregelt. Das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen und das Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen. Beide regeln den Schutz und die Immunität diplomatischer Räumlichkeiten, was weltweit fast einhellig anerkannt wird. Auch Staaten wie Südsudan oder Palau, obwohl sie das Abkommen formal nie ratifiziert haben. Darin wurde die diplomatische Immunität beschlossen, die Mitglieder diplomatischer Missionen und konsularische Vertretungen genießen, also in Botschaften, in ständigen Vertretungen und Nunziaturen. Was sind Nunziaturen? Okay, diplomatische Vertretungen des Heiligen Stuhls. Artikel 22 des Wiener Übereinkommens besagt, die Räumlichkeiten der Mission sind unverletzlich, der Empfangsstaat hat sie vor jedem Eindringen zu schützen und sie dürfen weder durchsucht noch beschlagnahmt werden. Kurz gesagt, das Betreten ist ohne Erlaubnis strengstens verboten. Bond würde also verhaftet, ausgeliefert oder sogar erschossen werden. Dass solche Vorfälle nicht nur Fiktion sind, zeigt der Fall von Raymond Allen Davis. Der CIA-Agent hat 2011 2 Pakistaner erschossen, indirekt noch einen dritten Pakistaner durch den Autounfall seines Kollegen verursacht und dadurch seine diplomatische Immunität verloren. Er kam aber knapp 2 Monate später gegen die Zahlung von 2,4 Millionen Diya, eine Form der Entschädigung durch Blutgeld im islamischen Recht, wieder frei und verließ Pakistan sofort. Ja, ich weiß, es ist nicht so wie im Film, aber trotzdem spektakulär. Zusammengefasst, es wird zu einer großen internationalen Krise führen, wenn ein Geheimagent in eine Botschaft eindringt, um sich schießt, einen Gefangenen exekutiert und dann auch noch die halbe Botschaft in die Luft sprengt. Und noch eine Sache, die Flagge von Nambutu ist eine Mischung aus den Flaggen von Djibouti und Mosambik. Gedanke 5. Wie hat Le Chiffre sein Auge verloren? Was genau hat Le Chiffre, gespielt von Mads Mikkelsen, eigentlich am Auge? Sein linkes Auge ist gräulich getrübt, durch eine Narbe gekennzeichnet und seine Tränen sind blutig. Medizinisch nennt man das Hämolakrias, Hämolakria. Eine seltene Erkrankung, bei der durch Entzündungen, Infektionen oder Tumore Tränenflüssigkeit mit Blut vermischt austritt. Wie es dazu kam, bleibt allerdings unklar. Weder im Film noch im Buch wird je erklärt, wie Le Chiffre diese Verletzung erlitten hat. Ein Hinweis könnte der Inhalator sein. Le Chiffre benutzt im Film ein verchromtes Salbutamol-Spray, ein Medikament gegen Asthma. Das könnte auf eine chronische Lungenerkrankung hindeuten, was wiederum eine Verbindung zu Hämolakria herstellen könnte. Erklärt aber die Narbe nicht. Mads Mikkelsen hat sich selbst eine Hintergrundgeschichte ausgedacht. Le Chiffre ist ein mathematisches Wunderkind und im isolierten Albanien aufgewachsen. Er wurde durch Glücksspiele reich, war aber körperlich unterlegen und trug deshalb immer ein Messer bei sich. Eventuell kam es zu einem Kampf und er musste sich mit seinem Messer verteidigen und verletzte sich dabei. Do you believe in God, Mr. Le Chiffre? No. I believe in a reasonable rate of return. Die Theorie ist natürlich nicht offiziell, aber sie passt ganz gut zum Charakter. Hochintelligent, kontrolliert, aber innerlich zerrissen. Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Bevor ich mich zu tief im Charakter Le Chiffre verliere, was vielleicht mein eigenes Video verdient, weiter zu Gedanke 6. Wieso war Judi Dench ein Bruch für die James Bond Filme? Die Chefin von James Bond war schon 1995 ein Bruch für die James Bond-Reihe. Denn in den Filmen und in den Büchern wurde M immer von einem Mann verkörpert. Durch die Besetzung von Judi Dench wurde diese Tradition gebrochen.
Kuss zu Judi Dench. Sie ist eine absolute Theater- und Schauspiellegende. Ihren Durchbruch erlangte sie als 25-Jährige am Old Vic Theater in einer Aufführung von Shakespeares Romeo und Julia als Julia. Ihr Kinodebüt hat sie im Film The Third Secret von 1964. Bereits in ihrem allerersten Auftritt in GoldenEye markiert Judi Denchs M einen spürbaren Bruch mit der Tradition. Statt väterlicher Autorität begegnet sie Bond mit kalter Analyse. Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur, a relic of the Cold War, whose boyish charms, though wasted on me, obviously appeal to that young woman I sent out to evaluate you. Point taken. Not quite 007. Damit distanziert sie sich klar von ihren Vorgängern. Und doch ist diese M kein reines Gegenbild. Schon in den Brosnan-Filmen zeigt sie Nuancen, die später mit Craig vertieft werden. If you think for one moment I don't have the balls to send a man out to die, your instincts are dead wrong. I've no compunction about sending you to your death. But I won't do it on a whim, even with your cavalier attitude towards life. Sie kontrolliert Bond, aber sie schützt ihn auch. Sie zieht Konsequenzen, trifft aber Entscheidungen mit Weitsicht und Verantwortung. Während die frühen M's Bond vor allem als Werkzeug sahen, begegnet sie ihm als Mensch. Diese Ambivalenz, Strenge und Empathie zugleich macht Judi Denchs M schon vor Skyfall zu einem interessanten Charakter. And Bond. Come back alive. Don't ever break into my house again. Da ich hier aber über Casino Royale spreche und nicht Skyfall, ist die Szene der ersten Begegnung zwischen Bond und M wichtig. Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand, but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand. So you want me to be half monk, half hitman? Any thug can kill. I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately. I have to know I can trust you and that you know who to trust. And since I don't know that, I need you out of my sight. Hier zeigt sich klar M's Führungsstil. Sie sieht Bond als Werkzeug, das effizient eingesetzt werden muss, aber sie weiß auch, dass dieses Werkzeug ein Mensch mit Eigenwillen ist und genau das macht ihn zu einem Risiko. Wieso macht das Bond zu einem Risiko? Naja, erstmal sitzt er in M's Privatwohnung. You've got a bloody cheek. Sorry. I'll shoot the camera first next time. Or yourself. You stormed into an embassy. Nachdem er zuvor als MI6-Agent einen unbewaffneten Gefangenen in einer Botschaft erschossen hat. Der neue Bond handelt selbstständig, impulsiv und ignoriert Befehle, wenn sie seiner Intuition widersprechen. M erkennt diese Spannung früh. Sie weiß, dass Bonds Eigenwille ihn zum besten Agenten machen kann oder zum größten Sicherheitsrisiko für das MI6. Was mich zum Casino führt. Gedanke 7. Wie viel sind die roten Jetons im Casino wert? Nichts. Sie sind absolut nichts wert, weil es ein Turnier war und alles Geld in den Preispool geflossen ist. Das Geld gehörte auch nicht dem Casino, sondern Herrn Mendel. Der Dealer weiß das. Aber gut, ich würde mich jetzt auch nicht mit Bond anlegen wollen oder dem Casino. Egal. Die Jetons zeigen nur, wie viele Einsätze die einzelnen Spieler noch haben. Heißt, der Turniergewinner, also Bond, bekommt den ganzen Pot. Aber um den Gedanken befriedigend zu beenden, die Jetons sind 500.000 wert. Die Pokerszene selbst ist laut einem Redditor auch ein Plothole. Wer sich näher damit befassen möchte, kann sich das hier selbst durchlesen. Ich habe nicht so viel Ahnung von Poker. Zusammengefasst. Der Dealer geht leer aus. Bond ist bis in ein Otto und zerstört danach erstmal sein Auto. Gedanke 8. Wie haben sie die Autoszene gedreht? Vesper liegt von Le Chiffres Männern gefesselt auf der Straße und Bond kann gerade noch mit seinem Aston Martin DBS ausweichen. Daraufhin überschlägt sich Bond 7-mal und wird dann von Le Chiffres Männern zusammen mit Vesper gefangen genommen. Doch es war super schwer, den Aston Martin zum Überschlagen zu bringen. Schon bei einem Testversuch gelang es dem Stunt-Team nicht, das Auto mit einer ca. 15 cm hohen Rampe überschlagen zu lassen. Auch eine ca. 46 cm hohe Rampe hat den Aston Martin mit 130 km/h nicht überschlagen lassen. Und ja, die Lösung für das Problem war natürlich super einfach. Das Special Effects Team hat eine Stickstoffkanone hinter dem Fahrersitz von Stuntman Adam Kearley eingebaut. So we had a backup plan, which was the cannon inside the Aston, and that's what we used. Special effects guys had put in a cannon which sits just behind the driver's seat, which has a cylinder that then, as you press a button, releases a load of air, which punches the cylinder into the road, which then in turn turns the car over. Mit einer perfekt getimten Explosion konnte Adam den Aston Martin 7-mal überschlagen lassen.
I think I was doing just over 70 miles an hour, about 75, when I hit the button. Just took off really. Once it started to go and it bit into the grass, there was no stopping it really. Das Stunt-Team stellte damit einen neuen Rekord auf, für die meisten jemals in einem Auto durchgeführten Überschläge. Was wohl auch ein Weltrekord ist, wie schnell Adolf Gettler mit einer Nagelpistole schießen kann. Gedanke 9. Gibt es vollautomatische Nagelpistolen? Schnell schießen kann man mit einer Nagelpistole auf jeden Fall. Aber sie funktionieren eher wie eine halbautomatische Waffe. Schnell, aber man muss trotzdem für jeden Schuss den Abzug betätigen. Im Film wird wahrscheinlich eine Paslode IM 350 verwendet, da diese um die 2000er Jahre relativ weit verbreitet waren. Aber vollautomatisch ist die Paslode auch nicht, aber immerhin kabellos. Entweder kann Gettler es sehr schnell abdrücken oder irgendein venezianischer Handwerker hat seine Nagelpistole getuned. Auf jeden Fall. Kommen wir zu meinem letzten Gedanken. Gedanke 10. Wie hat Vespers Tod James Bond verändert? Das wird etwas länger, aber ich halte mich so kurz wie möglich. Kurz gesagt, Vesper Lynd legt mit ihrer Rolle den Grundstein für den Bond, den wir in den anderen 4 Filmen sehen. Kleiner Fakt, Craig hat James Bond mit seinen 5 Filmen am längsten verkörpert. Bis jetzt. Vespers Tod vermenschlicht Bond und macht ihn zu mehr als nur einem Attentäter im Auftrag der Krone. Aber wie meine ich das? Fangen wir von vorne an. Wir lernen einen hohen und unerfahrenen Bond kennen, der durch seine kompromisslose Art seinen Doppel-Null-Status erlangt. Wie erlangt man einen Doppel-Null-Status? Man muss 2 bestätigte Tötungen für den MI6 ausführen. Das macht Bond in der Sequenz vor dem Vorspann. Er eliminiert Dryden, einen MI6-Agenten, der geheime Informationen an Feinde verkauft und dessen Kontaktmann in einem öffentlichen pakistanischen Waschraum. Ja, was auch nochmal klar zeigt, wie brachial der neue Bond seine Arbeit erledigt, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Ich erinnere auch an Mulaka aus meinen ersten Gedanken. Die Zurechtweisung von M und das Problem, was sie ihm aufzeigen möchte, versteht er allerdings noch nicht. Für ihn ist der Auftrag erfüllt, die Zielperson ist eliminiert, Feierabend. M versucht ihn zu erziehen und erklärt ihm, dass er nicht nur ein Auftragsmörder ist, sondern das größere Bild erkennen muss. But arrogance and self-awareness seldom go hand in hand. So you want me to be half monk, half hitman? Any thug can kill. I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately. Cut, Auftritt Vesper. Kühl und schlagfertig. Eine starke Frau, die Bond herausfordert und schnell in seine Grenzen weist. Das zeigt sich sofort bei ihrer ersten Begegnung im Zug. By the cut of your suit, you went to Oxford or wherever. Naturally think human beings dress like that. But you wear it with such disdain. My guess is you didn't come from money, and your school friends never let you forget it. Which means you were at that school by the grace of someone else's charity, hence the chip on your shoulder. And since your first thought about me ran to orphan, that's what I'd say you are. You are. Während er sie zunächst als eine weitere Eroberung sieht, prallt Bonds Charme an ihr ab und seine emotionale Rüstung wird von Vesper bereits hier durchbrochen. Vesper ist eine Doppelagentin und arbeitet für Quantum. Quantum hält ihren angeblichen Liebhaber Yusuf Kabira als Geisel und so als Druckmittel gegen sie, sollte sie nicht kooperieren und ihnen das Geld bringen. She had a boyfriend, a French Algerian. They were very much in love. He was kidnapped by the organization behind Le Chiffre, and they blackmailed her, threatening to kill him unless she go. Was uns zu ihrem Tod führt. In dem Moment, als Bond ihren Verrat aufdeckt, weiß sie, dass ihr Leben vorbei ist. Denn das MI6 und das Finanzministerium wird ihr, im Gegensatz zu Bond, niemals verzeihen und sie bis zum Ende jagen. Auch Quantum hat nach ihrem Auffliegen keinen Grund mehr, sie weiter zu beschäftigen. Für Quantum gibt es keine Gnade. I'm sorry, James. Sie opfert sich, um Bond zu retten und vielleicht auch aus der Hoffnung, Yusuf zu schützen. Das zerstört Bonds harte Schale, die er sich nach dem Tod seiner Eltern und als Waisenkind aufgebaut hat. Sie ist wohl die erste Person, die Bond wirklich an sich heranlässt. I wonder if that's why I love you. You love me. Enough to quit and float around the world with you until one of us has to find an honest job. Er traf bewusst die Entscheidung, sich zu öffnen und wurde gebrochen. Sie schafft es, ihn verletzlich zu erleben, was ein völlig neues Maß an Vertrauen für Bond bedeutet. Denn für sie ist er bereit, alles aufzugeben. Mit ihr stirbt aber auch Bonds letzte Hoffnung. Er leugnet seine Gefühle und seine Verletzlichkeit mit den Worten:
The bitch is dead. Er widerspricht ihm. Sie hat ihn verraten, weil sie ihn retten wollte, weil sie ihn liebte. James, did you ever ask yourself why you weren't killed that night? Isn't it obvious? She made a deal to spare your life in exchange for the money. I'm sure she hoped they would let her live. But she must have known she was going to her death. Diese Tatsache hinterlässt einen Bond mit gebrochenem Herz und in einem Dilemma. Er versucht sie zu hassen. Ihr Opfer und seine echten Gefühle zu ihr sind aber real. Doch was bleibt, ist der Verrat, der seinen Hass schürt und ihn auf seinen Rachefeldzug schickt. Hello? Mr. White, we need to talk. Who is this? Zusammengefasst, Vesper ist der Auslöser für Bonds Entwicklung und für die Vermenschlichung seines Charakters. Doch wie lange kann er diesen Hass aufrechterhalten? Das werde ich herausfinden, aber nicht mehr in diesem Video. Somit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.